非常谢谢。首先，我已经不大记得是在什么样一种心智状态之下，糊里糊涂的答应了曾老师的邀请，让我现在非常的后悔。他说今天晚上像个同乐会，但是我看起来非常紧张，非常好像是一个严刑拷打的一个场面哦。所以呢，我现在只用我那么破烂的个德文哦，把杨牧老师这么高雅的一个文章做一个简单的一个德文的朗诵啊。这个作品是选自杨牧老师《奇莱后书》里面的一篇文章，叫做《轻烟浮翠》啊，它里面的一些章节内容的选粹啊。Ich sagte Mutter, dass ich kommende Woche zum Studium nach Taichung gehen würde. Sie sah mir in die Augen, wie sie das immer tat, seitdem ich klein war. Haben sich unsere 4 Augen immer direkt und geradeaus miteinander verbunden. Sie lächelte dann, und feine Fältchen bildeten sich um ihren Mundwinkel. Ich erzählte ihr, dass ich unterwegs in Taoyuan Halt machen und die Gräber der Ahnen besuchen würde und vieles mehr. Sie erwiderte nichts. Innerlich trenne ich mich nur schwer von ihr. Aber seit ich das Gymnasium besuchte, behielt ich, was ich fühlte, Liebe für mich. Ohne konkreten Anlass machte ich den Mund nicht mehr auf und quälte mich absichtlich, nur ja nicht sentimental zu werden. Was daran nicht in Ordnung sein sollte, konnte ich allerdings nicht sagen, zumal ich merkte, dass es der Mutter ohnehin klar war. Sie wusste, dass ich es vieles anvertrauen wollte, dass ihr Sohn nun aber erwachsen geworden war. Zum einen gab es da Dinge, die sich nicht so leicht in Worte fassen ließen und die man, selbst wenn man sie ausgesprochen hätte, nicht wirklich mitteilen konnte. Dazu gehörten Freude und Kummer. Zum anderen verstand sie, dass diese Verschwiegenheit im Charakter ihres Sohnes lag. Ich war schüchterner als die anderen, genau wie sie selbst, etwas vorbehaltlos auszudrücken. Glaub mir nur auf dem Papier. Und dieses schwer erträgliche Lächeln meiner Mutter war eben ihre Art des vorbehaltlosen Ausdrucks. Auf diese Weise sprach sie zu mir. Die feinen Fältchen um die Mundwinkel wanderten kurz bis zum Stern hinauf und verschwanden dann wieder. Dennoch blieb dieses Lächeln lange in meiner Erinnerung haften. Mutter fachte im Hinterhof den kleinen Ofen an. In den Öffchen lag ein Stück durchgeblühte Kohle. Wenn man es mit Zange hochhob, sah es so aus wie ein Stück vom Stamm einer Betelnusspalme, von regelmäßigen Löchern durchzogen. Unmittelbar nach dem Anzünden stieg dichter Rauch auf und Mutter wedelte mit einem alten Becher, bis die Feuerzungen aufflammten. Sag mal, bist du denn schon mal in Taichung gewesen? Fragt sie mich. Nein. Wo wirst du denn wohnen? Im Wohnheim? Im Studentenwohnheim? Das ist so etwas wie ein Wohnheim. Mutter nahm das Becher wieder auf, aber der Rauch war bereits dünner geworden. Er zog in den Korridor, umkreiste die Wasserpumpe und den Tor im Garten und flog über die dichten Blattschatten des Kalibaums. Ich trennte mich wirklich schwer von Mutter, aber sagen konnte ich ihr das nicht. Es war wie damals, als ich eingeschult wurde. Eigentlich war ich nicht ungern in die Schule gegangen. Es gefiel mir, andere Kinder kennenzulernen, ihre unterschiedlichen Gesichter, die fremden Hände und Füße, ihre eigenartigen Gerüche. Was mich unglücklich machte, war der weite Weg, den ich allein zurücklegen musste. Durch endlose Reisfelder und dann durch hässliche Wohngebäude, wo sich ein tristiges, graues Gebäude eines anderen reihte. Straßen voller charakterloser Häuser. Ich wünschte mir ein kleines Gerät, mit dem
ich im Gehen mit Mutter sprechen konnte. Und als mich von niemand anderen wahrnehmbar ungestört ihre Stimme hören ließ, während ich durch die dünstigen Reisfelder und die von Menschenmassen bewohnten, furchteinflößenden Straßen ging. Der Ofen verbreitete einen ganz besonderen Geruch. Alles, was wir sagen wollten, aber nicht ausdrücken können, waberte dann weiter in unsere Erinnerung, wie ein langsam sich verziehender Rauch aus jenem Öfchen. Er stieg auf, er füllte die Luft und verdichtete sich in der Textur meines Lebens zu einer Metapher, einem Sinnbild meines suchenden, forschenden Herzens. Der Tag meiner Abreise kam näher. Eines hellen Nachmittags kehrte ich von draußen zurück. Es war sehr still im Haus. Die letzten Schreck vom festen einfallenden Sonnenstrahlen wurden von einer Papiertür willkürlich aufgehalten, so dass in der Ecke der Tatami-Matten ein kühler Raum entstand. Obgleich die weiße Wand draußen unter der grellen Reflexion des Sonnenlichts strahlte. Ein ruhiger Sommernachmittag. Und doch waren die Stunden zwischen 15 und 17 Uhr die einsamsten und die verlassensten. Eine düstere, die sonst so vertrauten Räume entstellende Bedeutungslosigkeit machte sich breit. Plötzlich rief Mutter nach mir. Ich sah sie unter den Ostfenstern sitzen und folgte ihrer Aufforderung, neben ihr Platz zu nehmen. Wenn du vorher in Taipei Station machst, musst du zuerst die Tante in der Dihuajie besuchen. Nicht die in der Lingshan Beidou, auch nicht die in Songshan, sondern Tante Chunzi in Yongding. Du weißt schon, die von Hualien nach Taipei gezogen ist. Warum das? Um eine Dose Magenpulver für mich zu besorgen. Magenpulver? Hast du schon vergessen, dass du die Dose mit dem Pulver zerbrochen hast? Ah ja, sie ist kaputt gegangen. Aber es war doch keine Absicht. Das sagt ja auch niemand. Es macht nichts. Es macht schon was. Jedenfalls tut es mir leid. Ich hatte es wirklich nicht mit Absicht getan. Mutter hat manchmal Magenschmerzen und nahm dann dieses Pulver aus einer Glasdose. Ich war mit schlenkenden Armen hereingekommen und hatte die Dose aus Versehen auf dem polierten Steinfußboden der Küche geschleudert, wo sie in 1000 Stück zersprang. Glassplitter hatten sich mit Arzneipulver vermischt. Mutter hatte mich beruhigt und gesagt, es macht nichts. Ich hatte mich schuldig gefühlt. Doch nach ein paar Tagen war der Vorfall bereits wieder vergessen. Vielleicht glaubte ich einfach, dass Mutters Unwohlsein nur psychische Ursachen hätte. Schließlich hat uns der Lehrer in der Schule erklärt, ob man Medizin einnehme oder nicht, macht letztlich keinen Unterschied. Nun, freilich, wo sie es erwähnt, stieg mir sofort wieder der Geruch des Arzneimittels in die Nase. Vielleicht die Erinnerung an jenen Morgen, als ich das Fahrrad rückwärts auf die Tür unter unserem Ahnenschrein schob und Mutter mich im Eingang stehend dabei beobachtete. Vielleicht brachte der Geruch auch jene schwülen Nachmittage zurück, wenn sie zwischen den Papiertüren eine luftige Stelle gefunden hatte, die sie mit einem nassen Lappen abwischte, bevor sie sich dort ein Weilchen hinlegte. Vielleicht beschwor er auch eine der nächtlichen Begegnungen darauf, wenn ich aus meinem Zimmer kam, um Wasser zu holen, und sie noch unter der Lampe saß, wo sie konzentriert quadratische Papierbogen glatt strich und dann eine bestimmte Menge des Pulvers darauf zu schütten und sie anschließend zu kleinen Tütchen zu falten. Stets hat der Duft der Heilkräuter die Luft geschwängert, als ob die grünen Gräser und Blumen in den dichten Wäldern gesammelt, durch das Einkochen noch gesteigert worden hätten.
Er hatte in der Stelle beharrt und drang mir in Herz und Lungen. Der gläubige und vertrauensvolle Ausdruck, meine Mutter, mag es mir unmöglich, nicht ebenfalls an jene Wirkung zu glauben. Ich muss es wohl oder über akzeptieren, auch wenn es nur ein Geruch war. Thank you very much. Kiitoksia Irlen täynnä.